frequency cleared. TSB. The story behind der Talk live. Yeah, that sounds pretty cool. Have a real good time. Ja, auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle den Weg gefunden haben hier ins Autohaus Wicke nach Bochum. Sehe einige vertraute Gesichter, freundliche Gesichter, viel Freude hier auf der Bühne. Wen sehe ich da? Den Herrn Becker, das ist mein Co. unseres Podcasts, haben Sie vielleicht schon von gehört, The Story Behind Podcast. Herr Becker ist im Publikum, das freut mich ganz besonders. Meine Frau ist auch da, also es kann gar nichts mehr schief gehen. Freude, Freude, Freude auf jeden Fall. Mein ältester Freund ist auch gekommen, Peter Nietz. Schönen guten Abend, schön dich zu sehen mit deiner Partnerin. Ja, und ich freue mich noch viel, viel mehr, dass jetzt noch jemand kommt, auf den Sie alle gewartet haben. Christopher von Dahlen, Schiller. Es ist noch gar nicht so lange her, da warst du hier auch in der Gegend unterwegs. Du bist jetzt gerade auf Tour gewesen, auf der Metropolis Club Tour. Da hast du auch unter anderem in Münster gespielt, in Köln gespielt, in Dortmund gespielt. War es eine gute Tour für dich? Auf jeden Fall, ja, es hat großen Spaß gemacht. Das war die erste Tour, die man als Tour bezeichnen kann seit 3 Jahren. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass es jetzt wieder losgehen kann oder losgegangen ist. Und es war inhaltlich was anderes, als wir sonst gemacht haben. Es war eben eine Clubtour, es war musikalisch ein bisschen anders konfiguriert und arrangiert, als das normal so bisher der Fall gewesen ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene Schiller Live-Versionen. Einmal die große Version mit einer großen Band, dann gibt es die Klangwelten und jetzt eben die Clubversion. Und das hat großen Spaß gemacht und es war ganz toll, wieder mit dem Publikum zusammen Zeit zu verbringen, mit euch zusammen Zeit zu verbringen. Und ich hoffe sehr, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Wie war das für dich überhaupt nach all der Zeit, jetzt nach 2 Jahren sozusagen Zwangspause, wieder auf einer Bühne vor echten Menschen zu stehen und zu spielen und auch diese Herzlichkeit, diese Wärme und diese Empathie zu empfangen? Man möchte sich ja nicht beklagen und wir haben ja während der 2 Jahre versucht, alle Möglichkeiten zu nutzen, Musik live zu spielen. Es gab ja Gott sei Dank einige Gelegenheiten, an denen wir das tun konnten. Und dennoch war fast die ganze erste Woche der Tour für alle, also für Musiker und für das Team, für die Crew, ein ganz bisschen wie in eine Zwischenwelt, weil man doch gemerkt hat, dass Menschen, die auf Bühnen Musik machen, dann doch 2 Jahre lang der Antichrist waren. Und egal was in den 2 Jahren, worüber man ganz lange sich unterhalten kann, vielleicht nicht heute Abend, aber worüber man ganz lange natürlich reden kann, wo man hinterher immer schlauer ist, wie so oft im Leben, gab es ja immer ganz viele Aspekte, das ist dann zu, das ist dann auf, ab morgen ist es wieder andersrum. Aber die einzige Konstante, auf die man sich ja verlassen konnte, war ja, dass es keine Konzerte gab. Richtig. Daran hat man sich gewöhnt. Und man wollte ja auch nicht derjenige sein, der wehklagt, denn am Ende geht es ja bei Musik um Träume und da passt es nicht, wenn man sich echauffiert oder wenn man das, was man mit sich selber ausmacht, unnötig laut und auch vielleicht dissonant nach außen trägt. Wir haben das dann eigentlich erst gemerkt, als wir wieder auf die Bühne gegangen sind, dass es sich ganz toll angefühlt hat, aber auch ein bisschen falsch. Weil wir... Inwiefern? Weil es lange Zeit so war, dass wahlweise der Grund, dass die Zahlen nach oben gegangen sind, Konzerte waren und der Grund, warum die Zahlen nicht nach oben gegangen sind, dass es keine Konzerte gab. Und das speichert man natürlich ab, ohne es zu merken. Und man hat sich daran gewöhnt und damit seinen Frieden gemacht und natürlich gehofft, dass es möglichst vielen Menschen ganz bald wieder gut geht. Und dann aber wieder so eine Art ungebremste, für unsere Verhältnisse entfesselte Live-Performance zu machen, hat tatsächlich ein bisschen Anlauf gebraucht. Muss man schon sagen, ja. Das war überraschend. Wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben uns gefragt, nach den ersten Konzerten, warum trotz aller Freude man so ein ganz bisschen sich fühlte, als ob man auf rohen Eiern ginge.
Und dann ist das als Erklärung, als einzige logische Erklärung zumindest, dabei herausgekommen. Ich habe euch live in Münster gesehen und ich muss sagen, ich war überrascht. Also, wo du gerade sagtest, entfesselt. Also, es war ein wunderbarer Jam, es war eine wunderbare Reise. War das so vorher geplant oder hat sich das erst während der Tour auch so ein bisschen ergeben? Also, ein Stück griff in das andere hinein. Und ihr habt ja selbst die Kita rausgeholt. Also dieses wunderbare Instrument in den 80er Jahren, was einige von Ihnen vielleicht noch vom Modern Talking her kennen, hatte, glaube ich, Thomas Anders immer um. Also dieses Mittelding aus Gitarre und Keyboard. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Tool auf der Tour, oder? Ich bin natürlich immer sehr froh, wenn mir was einfällt, aber ich bin auch sehr froh, wenn anderen Menschen was einfällt. Gary Wallace, mit dem ich zusammen diese Tour gestalten durfte, ein Schlagzeuger, mit dem ich schon ganz lange immer wieder zusammenarbeite. Das allererste Konzert 2002 muss es, glaube ich, gewesen sein, ist durch ihn überhaupt erst zustande gekommen und er hat auch bei der letzten großen Tour 2019 die Funktion des musikalischen Direktors gehabt und so war es jetzt auch bei der Clubtour bei Metropolis und er hat irgendwann rief er mich ganz aufgeregt an und sagte, dass also der Rhythmus eines bestimmten Stückes von Rubinrot, das ist ein etwas ungewöhnlicher Rhythmus, dass es derselbe Rhythmus sei von Personal Jesus von Depeche Mode und dass man das doch verbinden könnte. Ich habe das erstmal stehen lassen und habe ein bisschen gehofft, dass er das vergisst. Er hat es aber nicht vergessen, sondern hat also eine Version davon mir geschickt, in der allerdings noch fast das ganze Stück von Depeche Mode, also inklusive der Verse, also es war praktisch schon fast ein Doppelcover im Prinzip. Und wir haben uns aber dann in der Mitte getroffen und haben gesagt, dass es doch schön wäre, einzelne Songs, die also musikalisch unerwartet, aber trotzdem von der Klangwelt in die Musik passen, zu zitieren, also als Zitat oder als Vignette und nicht unbedingt sie am Stück dann zu covern. Und so ist es zustande gekommen, dass im Prinzip diese Mischungen aus West End Girls und Ruhe, wenn man das jetzt so hören würde, würde man sagen, um Gottes Willen. Aber wenn man es dann erlebt hat, hat es erstaunlich gut funktioniert. Ja. Und wie war das mit der Kita, also mit der Gitarren, Keyboard, mit diesem wunderbaren Instrument? Das habe ich sehr lange abgelehnt. weil es mir nicht gelang, mich von diesen Bildern, für die ja das Instrument nichts kann, zu distanzieren und im Prinzip das Instrument als solches zu akzeptieren. Und habe dann tatsächlich mir eine Gitarre mal geborgt, um mal zu gucken, wie es sich überhaupt, also ob es sich genauso bizarr anfühlt, die zu spielen, wie es vielleicht aussieht, wenn man jemanden damit sieht, gerade natürlich aus der Zeit, in der das dann entsprechend konnotiert ist mit 80er Jahre Protagonisten. Aber es hat sich besser angefühlt als gedacht, es hat sogar richtig Spaß gemacht, tatsächlich. Und deswegen war dann irgendwann klar, okay, auch wenn man das auf dem Papier oder wenn man das als Idee präsentiert bekommt, man dazu neigt, erstmal lieber Nein zu sagen, hat es doch Spaß gemacht. Das hat man, glaube ich, auch gesehen und ich denke auch die Fans haben das so gesehen. Das kam ja aus dem Publikum auch rüber. Ich war ganz überrascht. Du hast schon so eine richtige Rockstar-Attitüde ans Tageslicht gelegt, sozusagen. Das habe ich aber nicht gehört. Nein, natürlich nicht. Christopher, du machst jetzt seit 22 Jahren Schiller und ich dachte mir, guter Anlass, mal ganz kurz reinzuhorchen, was du alles in der Zeit so gemacht hast. Schiller ist schon immer mein Favorit gewesen. Schiller muss ich mir angucken. Ladies and gentlemen, we are now descending to land in Tehran Imam Khomeini Airport. Herzlich willkommen in der neuen Welt von Schiller. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich, und machen Sie die Nacht zum Tag. I feel you. I feel you.
voller Sehnsucht. The dream ahead of you. Hier kann ich Grenzen überwinden, meine Seele verwetten oder einen Engel finden und mich retten. Schiller, 20 Jahre in 2 Minuten. Kleinen Applaus. Christopher, ich kann mir vorstellen, wenn du das jetzt so kompakt innerhalb von 120 Sekunden hörst, da gehen dir wahnsinnig viele Bilder durch den Kopf. 20 Jahre deines Lebens. Ja. Wie bist du damals überhaupt zur Musik gekommen? Was war für dich die Motivation, auch in dieses Business einzusteigen, später dann auch ins Live-Business? Weil ich glaube, Live-Musik war für dich immer so ein bisschen suspekt vorher, oder? Ja, dieses Business, da wollte ich eigentlich nie was mit zu tun haben, ehrlich gesagt. Mit beiden Businesses nicht, sowohl nicht mit Plattenfirmen als mit dem, was man Live-Touring nennt. Ich wollte eigentlich immer im Studio sein oder wollte für mich Musik machen und hatte nie die Absicht, überhaupt das jemandem vorzuspielen. Es war dann so, dass meine Eltern waren bei Freunden in Berlin eingeladen. Ich muss kurz ausholen. Ja, gerne. Wir hören dir gerne zu. Und diese Freunde hatten auch andere Freunde eingeladen und einer von diesen Menschen war ein Musikverleger namens Peter Meisel, der seinerzeit gerade seinen Verlag wieder aufgemacht hat. Er war schon etwas älter und hat also gesagt, habe früher Boney M gemacht und dies und das und jenes und ganz viel Schlagersachen und habe die Plattenfirma Hansa gegründet und jetzt mache ich die Prinzen. Und meine Mutter hat gesagt, ja, mein Sohn macht auch ganz hübsch Musik. Der Klassiker. Und hat also eine Visitenkarte mir mitgebracht und gesagt, ich kann mich da ja mal melden. Das habe ich natürlich nicht getan. Und nach Monaten des Drängens habe ich also eine Musikkassette mit dem, was ich für Musik gehalten habe, dahin geschickt, eigentlich um meine Ruhe zu haben, um endlich sagen zu können, ja, ich habe das jetzt gemacht und jetzt reicht's auch. Und dann habe ich tatsächlich einen Anruf bekommen von Peter Meisel am nächsten Tag, der mich nach Berlin eingeladen hat, in die Wittelsbacher Straße. Legendäre Adresse. Ja, und er hat mir also erstmal gesagt, warum das, was ich mache, niemals überhaupt irgendeine Art von Erfolg haben könnte. Und hat eigentlich 5 Jahre lang dasselbe mir gesagt. Und ich habe aber aus einem mir damals oder bis dato unbekannten Ehrgeiz heraus immer versucht zu verstehen, was er denn meint und was er auf der einen Seite in der Musik hört und auf der anderen Seite aber meint, dass es irgendwie anders klingen müsste oder dass man es so machen, dass man es verständlicher gestalten müsse, damit Menschen etwas anfangen können damit. Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich wollte das unbedingt einmal schaffen, eigentlich auch um meine Ruhe zu haben und um das also auch einmal gemacht zu haben. Und das war eigentlich ganz ausführlich, aber trotzdem sehr vereinfacht der Beginn des Ganzen. Und dann bin ich Mitte der 90er Jahre auch durch ganz viele Zufälle, die aber auch mit dieser Begegnung zu tun hatten, in 2 Hamburger Tonstudios als Praktikant habe ich angefangen. Ich habe studiert parallel in Lüneburg, das habe ich probiert zumindest, und bin aber tatsächlich dann des Nachts immer in den Studios gewesen und habe als Praktikant wirklich alles, was man so zwischen Kaffee kochen und Kabel sortieren eben so machen kann, getan und durfte als Belohnung eben auch mal dabei sein, wenn mal ein Album gemischt wurde oder wenn eine Band mal aufgenommen hat. Man muss sich das so vorstellen, dass das eben Zeiten waren, in denen die Plattenfirmen ohne weiteres eine Band, von der niemand etwas gehört hat und auch nie hören sollte, am Ende des Tages für ein halbes Jahr ins Studio gebracht hat und die haben dort Musik gemacht und danach hat man gesagt, das ist aber nicht gut und es wurde nie veröffentlicht. Das gibt es heute nicht mehr, das hat man damals eben gemacht und man hat aber sehr viel gelernt als
wenn man das Ohr an der Wand hatte und eben gemerkt hat, okay, die haben das so gemacht und dann haben die sich gezankt und dann ist der eine weggegangen und dann haben die sich gestritten und da war schon mal klar, dass ich eigentlich keine Band wollte, jemals. Und gleichzeitig habe ich aber auch ganz viel gelernt, was die Studiotechnik angeht. Also alles das, was man sich heute vielleicht bei Tutorials bei YouTube angucken kann, hat man eben damals gelernt, indem man wirklich an den Geräten sich ausprobieren durfte. Und so habe ich im Prinzip mich vom Praktikant langsam zum Lohnprogrammierer, zum Session-Programmierer hochgearbeitet. Es gibt ja Session-Gitarristen oder Session-Schlagzeuger, die werden also gebucht, wenn man mal Gitarre braucht, dann ruft man einen Gitarristen an, der kommt dann mit seinen ganzen Gitarren und seinen Verstärkern, baut alles auf und spielt dann den ganzen Tag lang Gitarre und dann wird eine Rechnung geschrieben und dann ist der weg und dann ist das fertig. Das ist wie ein Anstreicher im Prinzip. So ähnlich. Und jetzt zerstören die Illusionen. Ja, du hast ja natürlich recht. Und ich kann nicht Gitarre spielen, aber ich kann gut mit Synthesizern und Computern umgehen. Etwas, was seinerzeit immer mehr Produzenten, der ich ja gar nicht war, aber Musikproduzenten auf ihren Alben, auf ihren Produktionen verwenden wollten. Und ich bin also dann im Prinzip irgendwann mit meinen Synthesizern und mit meinen Computern von Studio zu Studio gezogen und habe im Prinzip wie ein Session-Gitarrist, eben als Session-Programmierer, Synthesizer programmiert und, wenn man so will, das, was die Musikproduzenten damals entsprechend hören wollten, versucht ihnen zu geben. Und auch da ganz viel gelernt. Und dann gab es ja dann auch das Glockenspiel, also dein großer Durchbruch damals, was wiederum auch mit dem Namen Schiller zu tun hat, oder? Ja, es war schon fast andersrum. Irgendwann hat man es geschafft, tatsächlich Stücke zu machen, für die man Plattenfirmen interessieren konnte. Da hat man dann, das nannte sich Track-by-Track-Business. Man hat also ein Stück gemacht und das hat man dann, damals gab es 20 verschiedene Adressen, wo man das hinschicken konnte. So viele Plattenfirmen gab es, halbwegs ernstzunehmende. Und dann hat man gehofft, dass irgendeiner in der richtigen Stimmung ist, sagen wir es mal so, dieses Stück zu lizenzieren und es auf Vinyl oder auf CD im Prinzip zu bringen. Das gab dann einen kleinen Vorschuss und davon hat man dann die Miete für die nächsten Monate bezahlt, wenn man Glück hatte, und hat das nächste Stück gemacht. Und hat dann wiederum gehofft, dass das so ein bisschen wie beim Schneeballsystem, dass sich wieder eine Plattenfirma findet, die das für gerade eben gut genug hält, um es zu veröffentlichen. Und eins dieser Stücke war das Glockenspiel, was nachher das Glockenspiel hieß. Das war eigentlich ein Stück oder ein Lied, was genau diese Attribute erfüllte, dass es sich von selbst geschrieben hat. Ich wollte das, also es ist einfach passiert, es ging ganz schnell und bei allen Dingen, die ganz schnell gehen, hat man das Gefühl, dass es nicht viel wert ist, weil man ja nicht gelitten hat. Man hat es ja einfach... Nur ein hungriger Musiker ist ein guter Musiker. Es ist eben einfach so passiert und ich wollte es auch eigentlich gar nicht wegschicken, weil ich dachte, ach, das kann ja nicht gut sein, weil es so einfach war. Genau. Und das ist dann von der Plattenfirma Polydor, die in Hamburg damals noch existierte, lizenziert worden. Und sie haben ihr Glück darin versucht und es musste eben ganz schnell ein Titel gefunden werden und ein Künstlernamen. Und das Glockenspiel war irgendwie klar, weil es eine Glockenmelodie hatte als zentrale Melodie. Und das war die Zeit, so 98 war es, glaube ich, da wollten viele deutsche Musiker und viele deutsche DJs und Produzenten taten so, als ob sie aus England gekommen sind. Teilweise sind also die Platten sind also nach England gefahren worden, um sie dann mit dem englischen Poststempel zu verschicken an die DJs, damit es also so aussieht, als wäre das von einem englischen Künstler gemacht worden. Und das hat mich aber nicht gereizt. Ich wollte es genau andersrum machen und deswegen kam der deutsche Name Schiller im Prinzip dazu. Ja. Und Schiller ist heute, das muss man sich jetzt auch mal vor Augen führen, das erfolgreichste deutsche Elektronikprojekt. 8 Nummer-1-Alben hast du gemacht. Schiller 7, dein Soloalbum Christopher von Dahlen, Colors, auch eine Nummer 1. Wenn du diese Zahlen siehst, kneifst du dich da manchmal und denkst, das ist gar nicht wahr? Jein. Also eigentlich, ich möchte damit jetzt niemandem zu nahe treten, aber eigentlich sind das ganz furchtbare Zahlen, weil
weil es ja die Musik nicht besser macht. Sondern Es macht sie einzigartig. das ist schön, wenn du das sagst, ja. Dann, ja. Nein, ich meine das auch so. Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein schmaler Grat. Natürlich muss man das, was man macht, erst einmal für sich tun, für sich machen. Man muss damit glücklich sein und es ist ja schwer genug. Je erfolgreicher, und Erfolg ist ja etwas, das kann man kann das ja messen, das ist ja wie ein 100-Meter-Lauf, da kann man sagen, wer war der Schnellste oder wer war der Erste. Aber bei Musik, oder wenn ich das mal so sagen darf, bei Kunst ist das natürlich ganz schwer, das mit Zahlen zu bewerten und daraus zu schließen, dass das deswegen, dass die Nummer 1 dann besser ist als die Nummer 2. Sie hat mehr verkauft. Das macht aber ja die Musik eigentlich nicht besser und das sagt auch nicht viel darüber aus, wie derjenige, der sie gemacht hat, damit klarkommt und ob das, wie soll ich mich da ausdrücken? Ich ringe nach Worten offensichtlich. Aber wir hören dir gerne zu. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass man nochmal von vorne anfängt, irgendwie. Weil es ist ganz, ganz schwer, wenn man neben der eigenen Zensur oder neben dem eigenen Empfinden für Musik natürlich auch noch das Wissen hat, dass es Menschen gibt, denen das ja auch gefallen soll. Gleichzeitig, wenn man erstmal anfängt zu überlegen, bei einer Melodie oder bei einem Stück, wie könnte das ankommen, dann hat man verloren. Das geht eigentlich nicht. Man muss sich praktisch in so eine Hypnose begeben, eine virtuelle Hypnose, dass man so tut, als ob man Musik nur für sich macht. Man weiß aber natürlich, dass das nicht der Fall ist. Und man muss also ich versuche ganz nah bei mir zu bleiben und so ein bisschen zu ignorieren, dass es irgendwann ja auch andere Menschen hören. Und deswegen auch, als du das vorhin, war ich so einsilbig, als du diese 2 Minuten vorgespielt hast, weil ich manchmal denke, das war ich ja gar nicht. Du warst es auf jeden Fall, das ist belegbar, das kann man beweisen. Du hast mit so unglaublich vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, aus völlig verschiedenen Genres. Ich nenne nur aus der Klassik Anna Netrebko, weltbekannte Sopranistin, dann Lang Lang, einer der berühmtesten Pianisten, dann aber wiederum auch mit Peter Heppner von Wolfsheim sehr erfolgreich gewesen. Du hast mit Mike Oldfield zusammengearbeitet und das, was wir jetzt hören, hast du auch gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, ist schon 3 Tage und 5 Stunden her. Der Remix zu Er gehört zu mir von Marianne Rosenberg. Bitte. Ich hätte jetzt einiges gewettet, dass da jemand versucht hat, Schiller zu kopieren. Ich habe es noch nicht, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht erinnern. Die Dame, um die es gerade ging, gerade Marianne Rosenberg, die kann sich noch sehr, sehr gut erinnern. Ja, das interessiert mich total. Jede Zeit hat ihre innovativen Momente, wo sich Musik und Inhalte weiterentwickeln. Und ich finde das inzwischen eine sehr bunte Landschaft und ich begrüße sehr diese Crossover, die inzwischen heute sehr selbstverständlich geworden sind. Ja, Schiller machen ja ganz coole Musik und so. Ja, ja. Also dann ganz liebe Grüße an ihn. Ja, das ist toll. Das war ein Gruß von Marianne Rosenberg. Wir haben gerade erfahren, sie ist auch sehr, sehr, sehr vielseitig interessiert. Sie hat ja auch unglaublich viel gemacht. Bald kommt ein neues Album auch von ihr raus. Da geht es um die Disco-Szene, 70er Jahre. Kannst du damit auch was anfangen mit der Disco-Szene oder warst du eher ein 80er-Kind? Disco-Szene, glaube ich, aus zweiter Hand. Die 80er sind und bleiben mein Jahrzehnt. Ich war gerade letzte Woche in Berlin und habe mir das Pet Shop Boys Konzert angeguckt. Und das war nun 2 Stunden
überwiegend 80er, ein bisschen 90er auch, aber 80er pur, ja. Ja, Christopher, wir haben uns auch hinten so ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen über alte Zeiten gesprochen, weil hier sind ja auch einige im Publikum, die Christopher auch schon sehr, sehr lange kennt. Und du bist überhaupt jemand, der auch sozial sehr engagiert ist. Ich habe gehört, dass du letztens 520 Sandwiches geschmiert hast. Und das hatte einen ganz besonderen Grund. Wenn du uns vielleicht diese Geschichte erzählen würdest, du bist nach Polen gefahren. Ja, ich bin nach Polen gefahren. Als die Lage sich geändert hat am 24. Februar, gab es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Der erste Gedanke war natürlich, dass das, womit man sich dann 2 Jahre lang beschäftigt hat und von dem man dachte, dass es die Zombie-Apokalypse wäre, auf einmal ja zu einer absoluten Farce eigentlich geworden ist, verglichen mit dem, wie sich die Weltlage dann Ende Februar dargestellt hat. Ja, mit völlig ungewissem Ausgang. Der Ausgang ist jetzt immer noch ungewiss, aber er war durch damals noch ungewisser. Man wusste ja gar nicht, was das für Kreise zieht und was passieren würde und was sich entwickeln würde, und man hat sich wahnsinnig hilflos gefühlt und auf einmal wurde alles, was bis dato noch als wirklich kernrelevant im Leben erschien, absolut nichtig. So erschien es mir jedenfalls. Und ich habe tatsächlich bei ähnlichen Situationen, wenn Menschen irgendwo hingefahren sind, um zu helfen, das ein ganz bisschen, sage ich ehrlich, ein bisschen belächelt, weil ich mich gefragt habe, ja, aber was macht das für einen Unterschied eigentlich? Weil ich das Bedürfnis selbst noch nie hatte. Und auf einmal habe ich aber das Bedürfnis gehabt, irgendetwas Sinnvolles zu machen. Dann war es gar nicht so einfach, so schnell etwas Sinnvolles zu finden, wo man wahlweise, also wo man sowohl etwas, so eine kleine Spur hinterlässt und gleichzeitig aber auch ein bisschen sein Gewissen beruhigen kann. Denn das war das Einzige, was mir als Ausweg dieser Situation erschien. Und deswegen habe ich dann Anfang April mein Amazon-Algorithmus mit Babywindeln und Duschgel und Zahnpasta durcheinander gebracht. Denn ich habe sowohl Freunde in Kiew als auch in Warschau. Und die Freunde in Warschau haben mir erzählt, dass ganz viele Menschen aus der Ukraine in Polen sind. Ist bekanntlich ja über 2-3 Millionen mittlerweile. Und dass es selbst in Polen an den einfachsten Dingen, wie zum Beispiel Windeln, Duschgel und Zahnpasta, fehlt, weil das einfach gar nicht darum ging mehr, wer das bezahlt, sondern wo das herzubekommen ist. Es gab es einfach nicht zu kaufen. Und deswegen habe ich also einen riesengroßen Kofferraum mit diesen Artikeln vollgepackt und bin nach Polen gefahren, eigentlich nur um die dort abzuliefern, um zumindest, ja, um ein ganz bisschen was mit dieser Ohnmacht oder gegen diese Ohnmacht zu tun. Und als ich vor Ort war, habe ich mitbekommen, dass es ein Programm gibt, in dem dort in Bezirkskulturzentren, die es dort immer noch gibt aus der alten Zeit, wurden Sandwiches geschmiert. Generalstabsmäßig muss man wirklich sagen, die hätte man auch verkaufen können, das war fantastisch, das war alles picobello sauber, das war richtig mit ausgedruckten Beschriftungen und vegan, vegetarisch, mit Salami, das war super. Und diese Sandwiches wurden dann einmal am Tag zum Zentralbahnhof gebracht, um im Prinzip die Züge, die also dann von der Grenze gekommen sind, zumindest zuerst ein bisschen mit etwas Essbarem zu versorgen. Und so haben wir also dort gemeinsam mit meinen Freunden einen Tag verbracht und haben insgesamt 520 Sandwiches geschmiert und die dann abends beim Bahnhof abgegeben. Und das ist etwas, bei dem, wenn ich das jetzt so erzähle, ich schon fast wieder denke, was macht den Unterschied eigentlich? Aber das habe ich damals auch schon gedacht oder gesagt, und meine polnischen Freunde haben mir gesagt, wenn das alle so denken würden, dann würde ja keiner was machen. Und das hat dann gesessen und das, ja, ich habe bisher nicht darüber so viel gesprochen, aber wir haben uns öfter in der Zeit unterhalten und ich hätte, glaube ich, sonst nicht die Absicht gehabt, das zu erwähnen, aber das hast du es aufgebracht und jetzt wollte ich es auch dann natürlich ordnungsgemäß beantworten. Ich fand, das war eine Wahnsinnsaktion, das muss ich ganz ehrlich sagen. Als mir Christopher davon am Telefon berichtete, da dachte ich nur, wow, ich hätte es mich nicht getraut, wenn ich ganz ehrlich bin, und deshalb den allerhöchsten Respekt, fand ich total klasse und hat mit Sicherheit auch
mit Sicherheit auch was bewirkt, auf jeden Fall. Also egal ob klein, ob groß, ich kann tatsächlich aus eigener Erfahrung jetzt dann auch sagen, helfen hilft. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich selbst ein bisschen damit hilft. Das ist nicht verboten und da muss man sich nicht genieren, solange man entsprechend etwas macht, womit man Menschen, auch wenn man sie vielleicht gar nicht kennt, noch nie gesehen hat und auch nie wiedersehen wird, eine kleine Freude machen kann. Du bist überhaupt jemand, der schon sehr, sehr viel rumgekommen ist. Es gibt noch so eine ganz kuriose Geschichte, fand ich. Du bist vor einigen Jahren mit dem Auto nach Tokio gefahren. Fast, ja. Also meine Eltern sind vorgefahren und ich bin von Irkutsk nach Tokio gefahren. Ja. Ja, ist ja so quasi um die Ecke, oder? Was soll ich sagen? Also es ist natürlich nicht um die Ecke, aber es hört sich alles viel schwieriger an, als es eigentlich ist. Wenn man das wirklich möchte, ist das gar nicht so kompliziert. Das klingt jetzt vielleicht etwas altklug, aber es ist wirklich gar nicht, es ist viel leichter, als man denkt. Es ist verglichen mit anderen Dingen, an die man sich gewöhnt hat oder wo man sagt, da bewegt man sich selbstverständlich oder das hat man gelernt oder das hat man schon öfter gemacht. Etwas zum ersten Mal zu machen ist natürlich immer schwierig, weil man sagt, ich habe da keinen Vergleich und ich weiß nicht, ob das klappt. Aber es gibt ja immer 10 Gründe dafür, etwas nicht zu machen. Und ehe man sich versieht, ist das Leben vorbei. Tja, da kommt wieder meine Omi ins Spiel, die ist leider auch nicht mehr unter uns, aber es war eine sehr kluge Frau, die hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und in dem Falle trifft diese etwas abgegriffene, aber doch sehr wahre Wahrheit doch immer noch zu, oder? Man muss schon sagen, dass es einem natürlich keiner abnimmt, diese Entscheidungen zu treffen. Und wir haben alle unseren Alltag, wir haben alle unsere Zeitfenster und wir denken alle in verschiedenen Kategorien. Da auszubrechen und zu sagen, man macht etwas ganz anderes, wo auch vielleicht Menschen sagen, warum tust du das? Oder wo man das Gefühl hat, sich erklären zu müssen. Das war auch mit den Reisen in den Iran eigentlich so. Ich habe die ersten, als ich da zum ersten Mal hingefahren bin, da wurde dann schon gefragt, ob ich mein Testament auch schon gemacht hätte, weil man doch da auf gar keinen Fall lebend wiederkehren würde. Und das ist aber natürlich nicht so. Aber man kann das natürlich man kann wahrscheinlich nicht verlangen, dass man das versteht, ohne das einmal probiert zu haben. Aber wenn man es probiert und es gefällt einem nicht, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber einmal probieren ist, glaube ich, immer ganz gut. Iran, du warst der erste westliche Künstler, der seit der islamischen Revolution Ende der 70er Jahre dort vor 4 oder 5 Jahren, ich glaube 2018 war es, wenn ich mich richtig erinnere, auftreten durfte. Das ist natürlich auch etwas, was nicht viele vorweisen können, nämlich genau genommen gar keiner. Du kannst es. Wie ist diese Connection entstanden zum Iran, zu den iranischen Fans? Und letztendlich bist du sogar im Saal des Innenministeriums aufgetreten, vor 15.000 an mehreren Tagen entfesselten iranischen Fans. Das weiß ich bis heute nicht, ehrlich gesagt, wie das zustande kam. Das erste Mal war 2017 und dann 2018 und 2019 tatsächlich. Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, wie die Musik den Weg dorthin gefunden hat und wie überhaupt jemand so besessen davon hätte überhaupt sein können, die Idee zu haben, dort ein Konzert zu veranstalten. Es war ein iranischer Konzertveranstalter, der mich vor vielen Jahren das erste Mal anschrieb und mich das fragte, ob ich das denn mir vorstellen könnte. Ich habe natürlich sofort ja gesagt, wohl wissend, dass das niemals klappen kann. Nie. Und es gab verschiedene Daten und verschiedene Zeiträume, an denen das entsprechend dann, an denen das hätte sein sollen, aber es gab die Genehmigung dann nicht und es mussten neue Genehmigungen, dann gab es einen neuen Minister und dann musste alles wieder von vorne anfangen und es war schon fast so eine Art, also alle paar Wochen gab es wieder einen Termin für ein Iran-Konzert und irgendwann im Oktober 2017 gab es dann wirklich die Genehmigung und die Visa auf einmal per E-Mail und dann sind wir da hingefahren. Das klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, und das war schon auch, das ist auch schon bei all den Dingen, du hast es so Datenzahlen, Fakten erwähnt.
Das ist auf jeden Fall natürlich etwas, was man mit Zahlen gar nicht ausdrücken kann, nämlich das Gefühl, dass man etwas, was man sich irgendwann, was einem passiert ist, was man sich dann auch zwischendurch wieder abgerungen hat, musikalisch, dass das seinen Weg gefunden hat in einen Teil der Welt, von dem die einen behaupten, es sei der Vorhof zur Hölle, der aber natürlich, wenn man dann vor Ort ist, sich ganz anders darstellt. Und man kommt nach Hause und das musste ich auch dann lernen, man versucht ja solche Erinnerungen und solche Erlebnisse versucht man ja so abzufüllen, wie man das manchmal am Strand macht. Dann füllt man den Sand in so ein Glas und stellt ihn sich zu Hause in den Setzkasten und dann wenn dann Besuch kommt, dann schwärmt man und sagt, ach, das war so schön, guck mal hier und der Sand. Und der Besuch nickt dann ganz höflich und sagt, ja, bestimmt, ich glaub's dir. Und möchte aber eigentlich gar nicht mehr davon hören. Und so ähnlich ging es mir nach den ersten Konzerten, wenn man aus dem Iran zurückgekommen ist. Man hat mit leuchtenden Augen hat man das erzählt. Das war ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Das war ganz toll und die Menschen und die Landschaft und das Essen und überhaupt und alles. Und das war ganz großartig. Und man hat gemerkt, dass das Gegenüber immer einsilbiger wurde und das Nicken wurde langsamer und es wurde sich dann schon umgeguckt. Ja, du, wir sehen uns später. Und zu Anfang habe ich das persönlich genommen und war auch ein ganz bisschen betreten und ein bisschen beleidigt, weil ich nicht verstanden habe, warum das nicht. Ich habe versucht, den Fehler zu finden, was ich falsch mache. Ob ich die falschen Worte benutze, ob ich die falsche Geschichte erzähle, woran es denn liegt, dass ich nicht verstanden werde. Und dann ist mir das, glaube ich, so vor die Füße gefallen, die Erkenntnis, dass man eben gewisse Sachen nicht aus zweiter Hand erfahren kann. Die muss man dann, wenn man das dann möchte, selbst erleben. Genau wie man vielleicht dann diesen besagten Sandstrand selbst erleben muss, um dann die Bedeutung dessen, was abgefüllt im Setzkasten steht, zu begreifen und gewisse Erlebnisse oder gewisse Dinge, die man eben halt, auch wenn man sich interessiert für Nachrichten und für das, was vielleicht zwischen oder nach den Hauptmeldungen der Tagesschau passiert, kann man das wahrscheinlich niemandem übel nehmen. Dass eben gerade bei so einem Land wie dem Iran da doch die Dinge so gesetzt scheinen, dass man zu viel relativieren müsste, wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, das war aber ganz toll, fahr da mal hin. Apropos, fahr da mal hin. Hast du noch die Absicht, dort mal hinzufahren? Ich denke, ja. Bei der jetzigen politischen Lage, denke ich, ist es etwas schwierig, aber generell wärst du dem, denke ich mal, nicht abgeneigt. Es ist ja immer alles schwierig, aber ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr zugeneigt. Was wir allerdings gemacht haben, ist die Konzerte in Russland, die ja auch geplant waren, abzusagen. Nun kann man natürlich sagen, ja, in Iran fährst du aber nach Russland nicht. Das passt ja nicht zusammen. Ich kann das gar nicht weiter erklären und womöglich ist das auch vielleicht so, dass man da pragmatischer sein müsste. Aber tatsächlich kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, jemals wieder nach Russland zu fahren, weil da gerade kein Platz ist für Dialektik. Für einerseits, andererseits, man muss ja auch an die Menschen denken und an jene und die haben es ja auch nicht einfach, weil einfach die Lage aus meinem Betrachtungswinkel jedenfalls so klar und so eindeutig darstellt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man irgendwann sagt, ach komm, jetzt ist auch egal, ist ja lange her. Verlassen wir jetzt wieder das kulturelle Terrain ein bisschen, das politische vor allen Dingen auch, kommen wir wieder zur Musik zurück. Wir haben eben über verschiedene Kollaborationen gesprochen. Eine ganz besondere, glaube ich, war und ist auch mit Midge Ure. Midge Ure, einer der ganz, ganz großen Popkünstler der 80er Jahre, mit dem hast du zusammengearbeitet. Wir hören jetzt einfach mal kurz rein, was Midge Ure in seinem Leben so zustande gebracht hat. Wie gesagt, einer der ganz großen.
doch eine Wahnsinnskarriere, oder? Angefangen Mitte der 70er Jahre mit Sure bei der Gruppe Slick. Schottische Band, klang wie die Bay City Rollers. Nummer 1 Hit mit Forever and Ever. Dann Vienna natürlich, Dancing with Tears in My Eyes. Mit Sure war der Mann hinter dem Projekt Visage. Fade to Grey haben wir gerade gehört. Dann Do They Know It's Christmas, Band 8. Solo hatte er Erfolg mit If I Was und Breathe. Und ihr beide habt auch zueinander gefunden. Wie hat das damals stattgefunden? Ich war natürlich immer großer Ultravox und Mature-Fan und es war an der Zeit, dass wir mal was zusammen machen, fand ich, und habe ihn eingeladen und habe ihm das, was ich bis dato gemacht hatte, geschickt und natürlich gehofft, dass er sich damit anfreunden würde, und das hat er auch, und wir haben uns dann bei ihm getroffen in England und haben ein Wochenende in seinem Gartenhaus verbracht, hatte nämlich sein Studio eingerichtet seinerzeit, und das war ganz... Es ist eigentlich, man kann schon fast sagen, wenn es überhaupt irgendeine Art von Zusammenhang gibt, bei aller Individualität von Menschen und bei aller einzelnen Charakteristik, je mehr, wie soll man das ausdrücken jetzt, je gefühlt berühmter jemand ist oder je mehr Erfolg jemand gehabt hat, desto einfacher ist der Umgang eigentlich. Und man würde denken, es ist andersrum. Man würde denken, es ist ganz schwierig, ganz kompliziert und alles, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da muss man erstmal, ja, das ist alles ganz, ganz anstrengend. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Also jemand, der wirklich schon ganz viel... Sarah Brightman hat mich in Berlin besucht und hat danach, als ich Tee, so ganz nervös war ich natürlich und Tee gekocht hatte, weil sie Engländerin ist, hat sie danach die Teetassen abgewaschen, ungefragt. Ich musste nicht mal fragen. Und, das heißt, du hast jetzt keine Spülmaschine? Doch, aber habe ich doch gerade noch gehabt, aber sie hat es trotzdem gemacht, aus Höflichkeit. Und das ist nur ein Beispiel gewesen dafür, dass man ja auch, man würde es ja nicht erwarten. Oder man hätte ja nicht gesagt, ach, sie war ja ganz nett, aber nicht mehr den Abwasch hat sie gemacht. Und deswegen ist das eigentlich als Indikator dafür, dass eben auch bezüglich mit Sure, wir haben dann einmal in Hamburg bei einem Konzert zusammen gearbeitet und dann auch bei dem Auftritt mit dem Symphonieorchester in Berlin. Und das ist im Prinzip so, das ist schon fast so ein bisschen, ach, da ist ja der Mitch, guck mal. Das ist also ganz, ganz freundschaftlich und unkompliziert, ja. Und genau so ist ihm auch eure Zusammenarbeit in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn nämlich gefragt mit einem schönen Gruß von ihm. I first met Christopher when he Zum ersten Mal habe ich Christopher getroffen, als er mich kontaktierte, um gemeinsam für sein Schiller-Album zu schreiben. Er besuchte mich bei mir zu Hause in Bath im Südwesten Englands. Nach dem Abendessen gingen wir in mein Studio am Ende des Gartens. Dort holte er aus seiner Tasche einen Laptop und ein Mini-Keyboard, schloss seine Kopfhörer an und begann an einem Stück zu arbeiten. Innerhalb von 2 Stunden hatten wir einen Song geschrieben, der auch auf dem Schiller-Album endete. Mir gefiel seine Kreativität und auch seine Art, wie er Mitstreiter findet, mit denen er unbedingt arbeiten möchte. Die werden nicht von irgendeiner Plattenfirma oder Management zusammengesucht. Es geht ihm darum, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die ähnlich denken wie er, die er respektiert und bewundert. Und das ist der Schlüssel für die beste Zusammenarbeit überhaupt. Wenn die nur von einer Seite ausgeht, funktioniert sie nicht. Man muss sich untereinander respektieren und schätzen. Und genau das ist passiert. And that's exactly what happened. Tja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist das Geheimnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Und ich kann es aus eigener Sicht auch beurteilen. Bin ein großer Ultravox Visage-Fan, mit Shure-Fan sowieso. Und ich habe ja auch einige Bücher rausgegeben, die heißen The Story Behind the Song. Da geht es um Songs und ihre wahre Geschichte, erzählt von den Originalkünstlern. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, frag doch mal Mitch, ob er ein Vorwort vielleicht schreiben könnte. Natürlich unter der Prämisse, das wird nie klappen. Ich hatte innerhalb einer Woche eine Antwort, ein Vorwort, das Beste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Und es ist sogar veröffentlicht worden. Also kann ich nur sagen, mit Shure, die Zusammenarbeit hat auch bei mir wunderbar funktioniert. Und ich habe ein paar Bücher dabei, für den Fall, dass der ein oder andere hinterher vielleicht noch eins auch signiert haben möchte. Wäre unter Umständen möglich, so viel, noch ein bisschen Verkaufswerbung. Apropos Verkaufswerbung, mit Shure wird auch in diesem Jahr live zu sehen sein, und zwar bei unserem WDR 4
Ab in die 80er Festival am 1. November in der Dortmunder Westfalenhalle zusammen mit Orchestral Maneuvers in the Dark, zusammen mit Real Life, mit Sandra, kennen sicherlich auch noch einige, du kennst sie natürlich aus den 80er Jahren, damals auch eine Ikone, und mit Propaganda, auch eine Band, die in den 80ern sehr bekannt war. Sie heißt jetzt Ex-Propaganda, es sind die beiden Sängerinnen, Susanne Freitag und Claudia Brücken, klingen genau wie früher, das Album ist hervorragend, was sie gerade rausgebracht haben, und das Ganze gibt es am 1. November live in der Dortmunder Westfalenhalle, präsentiert von WDR 4. Und jetzt habe ich so viel Werbung gemacht, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Kollaborationen. Es gibt noch eine wunderbare Zusammenarbeit mit dir und Thomas D. von den Fantastischen Vier. Und wie die sich angehört hat, das horchen wir uns jetzt auch mal, das hören wir jetzt auch mal. Hören wir? Wir hören. Kurzer Hinweis an die Technik. In der Nacht, da ist es zwar dunkel, man hört auch nicht sehr viel, man sieht oft auch nicht viel. Jetzt sollte eigentlich der Song kommen mit Thomas D. und Christopher von Dahlen, sprich Schiller. Wie ist diese Zusammenarbeit da? Da ist sie. Die Sonne zieht an mir vorbei, obwohl sie eigentlich steht, während die Welt an ihr vorbei so langsam untergeht. Und wenn es dann dämmert und die Nacht erwacht, beginnt ein Untergang, der jedem Tag das Leben nimmt. Du bist nicht allein, ich bin immer hier. Das ist ein Song, bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, da bekomme ich heute immer noch eine Gänsehaut. Einerseits Thomas D. und die zweite Stimme ist auch sehr interessant, das ist seine Frau, ne? Tina Dürr. Richtig, ja. Das ist wie so oft im Leben ein großer Zufall gewesen. Ist mal kurz, um die Eingangsfrage zu beantworten. Thomas, ich kann eigentlich mit Rap nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber Thomas D. macht oder hat ja seinerzeit auch Solo-Platten gemacht und es gab ein Stück, das hieß Solo mit Nina Hagen zusammen, hat er das aufgenommen. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt und das fand ich ganz fantastisch, weil es natürlich eigentlich Rap war, aber irgendwie auch eher so Sprechgesang oder rhythmisch vorgetragene Verse. Und das fand ich wesentlich, das hat was Poetisches gehabt und nicht das zornige Gerappe, das mal so auszudrücken. Und das fand ich fantastisch und konnte ich mir auch eben gut vorstellen für die Musik, die mir liegt. Und das war im Prinzip der Auslöser, dass ich also versucht habe, ihn einzuladen in das Schiller-Universum, was auch passiert ist. Ich habe mich dann für ein Wochenende zu ihm auf den Mars begeben. Das ist eine ausgedehnte Wohngemeinschaft in der Eifel. Und Mars ist die Abkürzung für Snickers. Nee, da sind Punkte zwischen den Buchstaben. Moderne Anstalt rigoroser Spacker. Das ist, und der Mars ist also der Planet, auf dem Thomas D. und seine Familie lebten. Und wir haben dieses Stück also bei ihm im Studio dann dort entsprechend aufgenommen. Eigentlich nur ein Demo, wie immer, wie so oft. Und es gab diesen Chorus auf einmal und es gab aber niemanden, der das singen konnte oder wollte. Und Thomas meinte dann, meine Frau singt auch ganz hübsch. Die waren damals frisch verheiratet. Ich dachte mir, ja, schon klar. Und dann haben wir das aufgenommen mit Tina und es klang wirklich sehr hübsch und deswegen haben wir es so gelassen. Ja. Deshalb sagte ich auch, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich also dieses Zusammenspiel auch höre. Einfach toll. Und Thomas ist übrigens die Nacht und die Zusammenarbeit mit dir auch in sehr guter Erinnerung geblieben. Genau, die Nacht haben wir gemacht und ich mag ihn ja auch total. Das ist so ein lieber Mensch. Hatten öfters Kontakt miteinander und der ist auch geil. Ne? Das ist ein Forschungsschiff gewesen und ich beneide ihn also ein bisschen. Aber es ist auch lustig, weil er so einen dauerhaften Erfolg hat und gleichzeitig ist er aber so nicht Rock'n'Roll. Der ist ja so anti-Rock'n'Roll, der ist so aufgeräumter, gerader Typ. Die triffst du ganz selten in unserem Gewerbe. Die meisten sind drogenabhängig oder nichts von all dem und ein ganz lieber, herzlicher Mensch. Herzliche Grüße, ja, und er soll nach wie vor die Finger von Drogen lassen. Gut gemeinter Hinweis. Er hat gerade noch ein schönes Stichwort gegeben, da muss ich noch auch ganz kurz zumindest drüber sprechen. Die Polarstern. Das muss, glaube ich, für dich auch ein einzigartiges Erlebnis gewesen zu sein, auf dem Forschungsschiff mitzufahren, mitzuarbeiten. arbeiten. Und in einem Satz vielleicht einfach, wie kam es dazu? Ja,
Oh, das geht nicht im Einsatz, in einem Satz. Okay, anderthalb, naja, das dauert ganz lange. Also ich kürze es ab, es waren auch, wie sonst auch, ganz, ganz viele Zufälle, die es dort ermöglicht haben, durch einen Freund, der auch einmal dort mitgefahren ist, der aber Schriftsteller ist, der hat mich empfohlen und wir haben dann Glück gehabt, dass es ein freies Bett in einer Viererkabine gab. Und ich durfte dort mitfahren und das war natürlich wirklich großartig. Es war im Juli, es wurde überhaupt gar nicht dunkel. Es war sehr weit im Norden und da wird es einfach dann nicht dunkel. Das kannte ich noch gar nicht oder kannte ich aus Erzählungen nur. Und alles andere war auch wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ja. Das war mit Sicherheit auch ein tolles Erlebnis. Apropos tolles Erlebnis, ich hatte es Ihnen im ersten Teil gesagt und hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass mein Kollege Uwe Becker vielleicht auch Spaß hat, für 2-3 Minuten mit auf die Bühne zu kommen. Wäre jetzt die Gelegenheit. Uwe, komm doch bitte zu uns. Ich besorge dir auch einen Stuhl. Mikro bekommst du von mir. Uwe Becker. Wir beide machen zusammen den The Story Behind Podcast Talk seit einiger Zeit und ich glaube auch nicht ganz unerfolgreich. Wir haben zusammen mit Christopher unseren ersten Live-Versuch probiert in einem Düsseldorfer Hotel, was sehr, sehr schön war. Das war auch für uns völlig neues Terrain. Das war auch noch zu Hoch-Corona-Zeiten. 2 Mikrofone, ein Christopher und wir haben das Ding ganz gut gewuppt, glaube ich, oder? Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich sitze. Meine Frau verbietet mir immer so zu machen. Also ich versuche es mal so. Ja, das war wirklich, ich mach's trotzdem. Sorry, aber es geht nicht anders. Nein, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich und ich musste gerade wirklich herzlich lachen innerlich, als du die Geschichte von deiner Mutter erzählt hast und der Kassette und dem Musikproduzenten. Bei mir war es ähnlich. Thomas hat gerade gesagt, ich war lange Journalist und meine Mutter hatte das dummerweise auch irgendwann mitbekommen, dass ich das werden wollte. Und dann hatte ich Abitur gemacht, 18 Jahre, und dann hat sie gesagt, jetzt muss der Junge an die Schippe, hat beim Lokalchef der Tageszeitung bei uns in der Stadt angerufen und hat gesagt, mein Sohn kann ganz hübsch schreiben. Der würde gerne, und hat der gesagt, kann der denn auch sprechen? Und ja, wenn er will, ja dann, warum rufen Sie denn dann an? Also egal, jedenfalls, so bin ich in den Journalismus geraten. Und um auf das Gespräch in Düsseldorf kurz zu kommen, ich fand es unglaublich beeindruckend. Wir kannten uns vorher nicht, ich kannte deine Musik, ich habe gesagt, dass ich sehr gerne zuhöre, während ich in meinem Sessel zu Hause liege und ein bisschen entspannen möchte. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass ich einen Menschen getroffen habe, der, und wir beide kennen das aus dem Interview-Business, der druckreife Sätze formuliert, aber es gibt so eine ganze Reihe von Menschen, die das tun. Und dann fragt man sich hinterher, warum haben die denn über den Satz so lange nachgedacht? Das hätte auch schneller gehen können. Und bei dir ist es wirklich so, dass man merkt, dass du etwas erzählen möchtest und was dann dabei rauskommt, ist für mich immer druckreif und sehr, sehr berührend. Auch heute Abend wieder, muss ich sagen. Und diese Eigenschaft, diese Fähigkeit haben eben nicht viele Menschen und darum beneide ich dich. Das finde ich aber ganz Ich habe da gerade kurz erzählt, wie das bei mir abgelaufen ist, dass ich einfach dann gesagt habe, gut, ich habe auch keinen Bock auf den Scheiß. Ich sage es jetzt mal so, wie es damals gelaufen ist. Und dann hat er gesagt, dann hat er sich so gedacht, nee, also komm, wenn der auch keinen Bock hat, dann mache ich es jetzt erst recht. Und das ist eben das Schöne, wenn man Menschen trifft bei diesen Interviews, die eben nicht glatt sind, die auch Ecken und Kanten haben und die auch zeigen. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man mit einem amerikanischen Popstar da sitzt, der von seinem Management schon quasi in den Blog diktiert bekommen hat, was er zu sagen hat. Deswegen für mich ist das nie anstrengend gewesen, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe rausgehört, dass das bei dir ja ähnlich gewesen ist mit ihm. Ja, durchaus, auf jeden Fall. Ja, und danke für die lieben Worte. Ich habe mich etwas verlieben gemacht, tatsächlich. Danke. Kommt von Herz. Ich hatte es vorhin erwähnt, Uwe und ich, wir haben zusammen einen Podcast, The Story Behind Podcast. Die aktuelle Folge ist immer noch, glaube ich, Depeche Mode, ne? Yes. Und ich glaube, morgen kommen wir dann mit der Geschichte um die Ecke, die wir schon lange angekündigt haben. Es ist uns häufiger mal was dazwischen gekommen. Da geht es um einen Sänger, um ein Glas Guinness, um ein Pferd und um Irland. Und all das zusammen ergibt dann Crystal Burke.
Und wie das alles zusammenhängt, das kann man dann vielleicht, wenn man Lust hat, sich den Podcast anhören. Sie sind herzlich eingeladen. Der mit Christopher hat mir somit am meisten Spaß gemacht. Das muss ich sagen, ja. Ich meine es wirklich ernst, was ich sage. Ja, nein. Das ist jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern ja, ich mache jetzt auch Schluss. Aber es war wirklich schön. Aber mit Christian Burke hat es auch, die Geschichte mit Christian Burke hat auch viel Spaß gemacht, Absolut. weil es einfach auch sehr, sehr witzig war und der Mann auch für schwarzen Humor bekannt ist und für ein bisschen Sarkasmus. Und auch das gibt es im Interview nochmal den richtigen Pep. Genau. Und apropos Fragen, apropos Interviews, ich hatte es zu Beginn gesagt, wenn es mit dem Einverständnis natürlich von Christopher, das vorausgesetzt, wenn Sie eine Frage an Christopher haben, ist das jetzt genau Ihre Gelegenheit, sie zu stellen. Gibt es Fragen? Oh, sofort aus der... Also, ich wollte fragen, weil du hast ja so viele Fans. Wie findest du es, so viele Fans zu haben? Dankeschön. Danke für diese Frage, auf die ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt habe. Aber es ist ganz toll. Es ist ganz, ganz toll und es gehört zu diesem Spagat, den man manchmal versuchen muss zu wahren, dass man auf der einen Seite so tut, als würde niemand jemals das hören, was man sich ausdenkt, und gleichzeitig aber die Freude darüber, dass natürlich, man will ja doch dann auch nur geliebt werden irgendwann, dass natürlich es in die Welt hinausgeht. Und wenn man dann liest und mitbekommt, dass man mit der Musik Menschen eine Freude macht, und es gibt ja ganz viele Geschichten, die mir erzählt werden, was diese Musik bedeutet und was das auch für Lebensstationen teilweise begleitet hat. Es gibt Menschen, die das seit 20 Jahren hören, tatsächlich, erstaunlicherweise. Und die also eine Zugewandtheit und eine Treue mit sich bringen, die ich mir nie habe träumen lassen können und die was ganz Besonderes ist. Und das auch noch dann bei Konzerten zu erleben, wo man das natürlich nicht abstrakt in Form von einem Kommentar oder auch vielleicht von den Daten, Zahlen, Fakten entsprechend sich zusammenreimen kann, sondern wo man wirklich in die Gesichter gucken kann, wo man den Beweis wirklich im richtigen Leben entsprechend dann spürt, dass es Menschen gibt, die das schön finden, was ich mache. Das ist ganz toll. Das ist wirklich ganz toll. Und dafür bin ich sehr dankbar. In diesem Falle ein großes Dankeschön an euch alle und auch danke, dass ihr bei diesem tollen Wetter und an diesem Feiertag euch hierher bemüht habt. Das finde ich ganz großartig. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen dort in der dritten Reihe? Ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch mit Mikro. Ja, ich war schon meinem Alter gemäß auf sehr vielen Konzerten und frage mich immer wieder, in jedem Jahr wieder neu oder mehr, die ganze Musik, die du machst, auf der Bühne stehst, deine Apparate bedienst, ohne Noten, kommt das alles ja, so abgespeichert, nicht vom Band, sondern aus deinem Kopf, dass du also genau weißt, in dem Konzert, natürlich spiele ich mit meiner Band die und die Lieder und das machst du alles auswendig. Frage, ja. Antwort. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja, das ist aber, dafür gibt es ganz viele Sachen, die ich nicht kann. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht schwerfällt. Und im Gegenteil, mit Noten fiele es mir sehr schwer, weil mir Noten nicht liegen und weil mir jemand versucht hat beizubringen, Noten zu lesen, aber irgendwie das geht nicht. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht kann. Aber Musik merken oder in Musik zu denken, das fällt mir ganz leicht. Das ist weder anstrengend noch etwas, was ich als mühevoll betrachten würde, sondern das ist so. Aber es ist, natürlich sprechen wir uns vorher ab. Natürlich ist es ja nicht so, dass da jeder macht, was er will. Wir proben ja vorher. Aber dennoch, dann, wenn es dann soweit ist, wenn wir dann anfangen zu spielen, dann, es geht ja für alle, ich bin ja nicht der Einzige, sondern alle anderen Musiker können das dann ja auch auswendig. Beziehungsweise auswendig gar nicht im Sinne von, dass das also wie
wie jetzt ein Gedicht, was man in der Schule auswendig lernt und akribisch fehlerfrei vorträgt, sondern der erste Schritt ist es, also man kann ja nur dann sich auch wieder von Dingen entfernen, wenn man es erst einmal auswendig kann. Und dann kann man auch ein paar Dinge versuchen zu verändern. Vielleicht nicht beim Text oder bei der Melodie, aber dann gibt es Kleinigkeiten, Nuancen, die man dann jeden Abend ein bisschen anders macht, die vielleicht nicht so auffällig sind, die aber eben dazu beitragen, dass dann doch jedes Konzert so ein kleines Unikat wird. Vielleicht noch eine ganz kurze Zusatzfrage. Ich will jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Die anderen Musiker haben ihr Instrument. Du hast 100 Instrumente gleichzeitig, die Knöpfe, die Regler, das sehe ich als viel schwieriger an, als nur ein einziges Instrument zu spielen zur gleichen Zeit. Ja, ist es auch tatsächlich. Ein Bassist hat es am besten, denn der hat ein Instrument und auch noch obendrein nicht nur meistens nur ein Sound, sondern auch eine Oktave, in der er sich meistens bewegt. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, was ihm natürlich einen Fokus darauf, auf diese 12 Töne oder manchmal auch 24 ermöglicht. Aber natürlich das Weglassen und das Nicht-Ausufern lassen, beziehungsweise die Fokussierung auf die musikalische Botschaft eines Stücks, das ist ja was völlig anderes, wenn man das live macht, als auf einer Platte oder für das Anhören unter Kopfhörern oder im Auto. Das ist nicht immer einfach und es misslingt auch regelmäßig. Ich sage aber nicht wann und wo. Aber das ist tatsächlich, ist das schon etwas, wo das Weglassen manchmal das Schwierigste ist. Dankeschön. Es heißt ja auch immer, die Musiker gehen zum Interview, der Bassist darf auch mit. Das zur Rolle des Bassisten mit dem Ja, mir hat man immer gesagt, bitte die Musiker und die Bassisten auf die Bühne. Ja. Oder so. Ich hab, wenn im Publikum... Hallo, bitte. Eine Frage hätte ich tatsächlich. Erstmal auch von mir oder von uns. Dankeschön, dass du hier bist. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema 3D-Sound befasst und bin aufgrund der Nähe nach Karst auch häufiger bei einem gemeinsamen Bekannten, Patrick Schappert. Kannst du schon einen Ausblick geben, ob du an dem Format weiter festhalten wirst für kommende Alben oder ist das für dich jetzt 1-2 Mal ein Versuch gewesen, ich sage nur Stichwort Atmos oder vielleicht sogar mal Auro 3D, in deinen Alben einfließen zu lassen? Danke für die Frage und schöne Grüße an Patrick. Also auf jeden Fall ist das etwas, was als ergänzende Dimension im wahrsten Sinne des Wortes sicherlich Teil bleiben wird. Denn es ist ja eigentlich ganz erstaunlich, dass man 30 oder 40 Jahre lang versucht hat, die Wiedergabe von Musik zu verbessern. Es fing an mit der Shellac-Platte, dann kam Vinyl, dann kamen Kassetten und dann hat man versucht, den Sound immer besser zu machen, weiter zu optimieren, bis dann die CD kam, die man dann ja erstmal als das beste oder das originalgetreueste Wiedergabeformat entsprechend dann so definiert hat. Und dann irgendwann um die Jahrtausendwende wurde auf einmal alles egal. Da ging es nur noch darum, wie viel zigtausend Stücke man in der Hosentasche mit sich rumtragen kann. Mittlerweile kann man alles mit sich rumtragen, weil man es eigentlich gar nicht mehr mit sich rumträgt, sondern praktisch ja eigentlich nur anzapft. Das klingt auch schon ein bisschen besser als früher, aber es gibt durchaus Toningenieure, die, wenn sie dann ein Album oder ein Stück mischen, dann irgendwann sagen, ach, ist eigentlich ja auch egal. Das hört sich dann irgendjemand auf weißen Ohrstöpseln an oder auf einem Mono-Bluetooth-Lautsprecher. Das ist doch sowieso egal. Stereo, das interessiert eigentlich gar keinen mehr und wie es klingt, ist egal geworden. Hauptsache die Stimme ist laut. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das, was nun offenkundig über ein halbes Jahrhundert eigentlich der Kern des Fortschritts schien, auf einmal keine Rolle mehr spielt. Und deswegen ist eben das, was man 3D-Sound nennt, Dolby Atmos, das ist eigentlich etwas, womit man ja tatsächlich der Musik etwas hinzufügen kann, eine Dimension hinzufügen kann. Ja, da braucht man ein besonderes Lautsprecher-Setup. Ja, das ist etwas, was man vielleicht nicht mal so nebenbei entsprechend genießen kann. Aber der Nebeneffekt ist ja, dass man ein bisschen intensiver in die Stücke wieder eintaucht. Und in dem Moment, wo es ja Menschen gibt, die behaupten, dass Musik oder Popmusik mittlerweile eigentlich nur noch Clickbait ist, die darauf getrimmt ist, dass die Menschen auf jeden Fall nicht weiterdrücken und es zumindest so lange anhören, bis der Zähler einmal durchgerasselt ist bei Spotify. Das ist natürlich toll,
dass man zumindest versucht, von hinten durch die kalte Küche den Menschen es einfacher zu machen, sich mit einem Album oder auch mit einem Stück, auch nur 5 Minuten lang, etwas näher zu beschäftigen und es etwas näher auf sich wirken zu lassen, um vielleicht etwas darin zu erkennen, was bleibt. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, das kommt mir aus der Technikschiene, aber da schließe ich mich jetzt der Frage an. Ich habe das ja jetzt in Dortmund gesehen und nachher gesehen, wie die ganzen Sachen abtransportiert wurden. Da kam für mich dann die Frage, was machen die Menschen eigentlich oder was machen sie dann auf der Bühne, wenn jetzt so ein Gerät kaputt geht? Ein dummes Gesicht. Also es ist so, das ist ja auch schon durchaus vorgekommen teilweise. Es gab ein Szenario oder es gab mehrere Szenarien, in denen verschiedene Teile der Kette wirklich so kaputt waren oder so in Mitleidenschaft gezogen wurden, dass man tatsächlich das Konzert unterbrechen musste, um entsprechend das zu reparieren oder das Gerät auszutauschen. Also von denen, es gibt so Showstopper, so nennen wir das, so Showstopper, die, wenn die wirklich kaputt gehen, dann kann das Konzert nicht, dann ist es zu Ende. Und wir versuchen natürlich von diesen Showstoppern Ersatz dabei zu haben. Das ist dann meistens versteckt unter schwarzen Tüchern oder hinter Alukisten auf der Bühne, wo man dann zwar eine Unterbrechung hätte, weil man das dann umbauen muss oder weil man das dann ersetzen muss und austauschen muss, aber es kann dann weitergehen danach. Wenn einer von 5 Synthesizern ausfällt, ist das zwar schade, dann kann man vielleicht 1 oder 2 Melodien nicht mehr so spielen, wie man das gerne möchte, aber das ist kein Grund. Es ist Grund zur Panik, aber kein Grund, um eben aufzuhören. Das versucht man natürlich zu vermeiden. Aber es ist schon etwas, worüber man sich Gedanken macht, wie du merkst. Das ist natürlich wie immer, alles das, was man doppelt und dreifach einpackt, geht nie kaputt. Und das, was dann kaputt geht, ist etwas, womit man wahlweise nicht gerechnet hat. Oder oftmals können auch Dinge, unlängst ist wir kennen ja alle diese externen Netzteile und diese kleinen runden Stecker, mit denen man das entsprechend verbindet. Und da ist aus Versehen beim Abbau jemand draufgetreten. Und dann war dieses kleine, für 18 Cent, dieser kleine Stecker war verbogen und man konnte das Gerät nicht mehr benutzen. Das war also eigentlich nicht kaputt, sondern es war nur ein Stecker kaputt, der dazu geführt hat, dass das Gerät, das war Gott sei Dank nach dem Abbau, und wir haben es am nächsten Morgen aber erst gemerkt. Und da konnten wir aber mit einer Zange und viel Geschick konnten wir das wieder so zurechtbiegen, dass es dann wieder ging. Aber wir haben immer einen Lötkolben dabei und alles das, was man braucht, um erste Hilfe zu leisten. Ja. Alles klar. Eine kurze letzte Frage mit den Ohrhörern, die ihr auf der Bühne habt oder was auch Gary, letztens habe ich gesehen, immer Kopfhörer auf. Was kommt da? Ist das ein Funkverkehr? Mach mal schneller oder was wird da kommuniziert? Ja, wir wurden schon oft gefragt, ob wir alle schwerhörig seien oder warum wir diese Ohrstöpsel haben. Das sieht man ja auch oft bei Sängern. Also früher war es so, wie erkläre ich das? Das, was ihr hört, was also aus dem Lautsprecher... So viel dazu. Wir stehen hinter den Lautsprechern. Das heißt, wenn also wir jetzt unsere Kopfhörer abnehmen würden oder wir würden jetzt das hören, was ihr hört, aber von hinten, das ist akustischer Würfelhusten. Da kommt nicht viel, das ist einfach wirklich Müll. Das heißt, wir müssen ja das, was wir spielen, müssen wir auf eine Art der Zugehör bekommen. Früher hat man dazu Lautsprecher auf die Bühne gestellt, sogenannte Wedges. Das sind die Lautsprecher, die sozusagen auf der Bühne stehen und so ein bisschen abgewinkelt sind und auf die Bühne zeigen. Und da konnte der Sänger sich hören, also die waren aber so eingerichtet, dass ihr die nicht oder nur so ein bisschen gehört habt. Das nennt sich Monitorlautsprecher. Es gibt 2 Mischpulte, eins bei euch und eins immer so an der Seite von der Bühne. Da ist ein zweiter Toningenieur, der fast noch wichtiger ist als der im Publikum steht, denn der macht für jeden von uns einen separaten Monitormix. Das heißt, der Schlagzeuger möchte natürlich das, was er spielt, besonders laut hören. Ich vielleicht nicht. Ich möchte das vielleicht besonders laut hören, was ich spiele.
Das heißt, der Monitor-Toningenieur hat ein großes Pult und kann mit diesem Pult für jeden Musiker einen separaten Mix machen. Und diesen Mix hat man früher eben über diese Lautsprecher verteilt, was schön ist, aber was dazu führt, dass sich natürlich Musiker auf der Bühne kaum bewegen können, denn wenn sie woanders hingehen, dann ist der Lautsprecher ja nicht da. Es gibt Bands wie Depeche Mode zum Beispiel, es gibt einen Sänger, also der Dave Gahan bewegt sich ja sehr gerne, was dazu führt, dass die gesamte Bühnenvorderkante mit diesen Lautsprechern vollgestellt ist und dazu noch von der Seite in brachialer Lautstärke dieser Monitor-Sound auf die Bühne gepustet wird, weswegen wiederum es Stimmen gibt, die behaupten, dass Depeche Mode-Konzerte ganz schlecht klingen, weil einfach diese Monitor-Lautsprecher, die eigentlich für den Sänger gedacht sind, aber so viel abstrahlen, dass sie eben leider den Sound fürs Publikum beeinflussen. Jetzt zum nächsten Schritt. Kopfhörer. Der Grund, weswegen man die Kopfhörer im Prinzip dann im Ohr hat, ist erstmal, dass man weniger akustische Umweltverschmutzung für das Publikum verursacht. Das heißt, wir hören das dann nur über diese In-Ears, so nennt man das, diese Ohrstöpsel, oder eben wie Gary den Kopfhörer hat, weil er zwar welche sich hat anfertigen lassen, die passten aber nicht, deswegen hat er also diesen Kopfhörer wieder aufgehabt. Oder mehrere davon, weil die nicht lange halten. Und das ist also, wir hören im Prinzip uns und jeder hört sich ein bisschen lauter als den Rest der Band. Hat das irgendeinen Sinn ergeben? Ja, okay. Vielen Dank. Wunderbar. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig noch einen kleinen Exkurs, was Kopfhörer bewirken, wie der Sound auf der Bühne ist, wie es rüberkommt. Das waren Ihre Fragen. Uwe, du hattest noch eine zum Schluss, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur noch eine Sache wissen. Wir haben vorhin über die Eloquenz und so weiter gesprochen. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft auch mehr textlich zu arbeiten noch? Texte für Menschen zu schreiben? Weil ich glaube, das würde dir auch liegen. Texte. Texte. Songtexte? Ja. Oh, das ist viel schwerer, als man denkt. Das ist, es ehrt mich sehr, dass du versuchst, darauf zu schließen oder dass du meinst, das davon abzuleiten. Aber das ist wirklich schwer. Also ich will das nicht ausschließen, aber es ist wirklich ganz schwer. Man denkt immer, es ist ganz leicht, aber ich musste erfahren, dass es ganz schwer ist. Also Versuch hast du schon. Ich habe schon versucht, ja. Ich mache es ja auch gerne und ich versuche es ja auch immer wieder zu machen, aber es ist tatsächlich auf Deutsch natürlich umso schwerer. Auf Englisch kann man so ein bisschen davonkommen mit einigen, wie soll man sagen, Ungereimtheiten. Aber wenn wir wieder bei Modern Talking am Anfang. Ich muss wirklich sagen, es ist wahnsinnig schwer, deutsche Texte zu schreiben, die irgendeine Art die wirklich gut sind. Und ich habe neulich auf YouTube ein Idealkonzert geguckt von 1900, das war glaube ich sogar aus Dortmund, von 1982. Das war bestimmt Rock Popping Concert. Kann sein, von 1982. Richtig, ja. Und ich bin so wahnsinnig froh, dass ich keine deutsche Musik mache oder keine überwiegend deutsche Musik. Wenn ich mir das angucken und anhören würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich höre auf. Denn das ist wirklich, da ist alles gesagt, da ist alles gemacht und alles gesagt, was man mit der Sprache so machen kann. Ja. Tja, ich höre auf. Das ist eigentlich ein gutes, ich meine, das ist das beste Schlusswort überhaupt. Vielen, vielen herzlichen Dank für einen wunderbaren Talk mit dir. Wir haben wieder viel erfahren, auch über dich, auch so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht, heute hier bei Christopher von Dahlen und Schiller gewesen zu sein, so ein bisschen mehr über seine Musik, ein bisschen mehr über sein Leben zu erfahren, seine Motivation etc. Ich hatte es am Anfang angekündigt, wenn der ein oder andere von Ihnen vielleicht noch ein Buch signiert mitnehmen möchte, bei dem übrigens auch, zumindest in der Folge 6, Christopher das zweite Vorwort neben Michio geschrieben hat. Das habe ich vorhin völlig unterschlagen. Stehen wir gerne gleich noch, darf ich das sagen, zur Verfügung. Und ansonsten sage ich auch Ihnen vielen, vielen Dank fürs Kommen. Hat großen Spaß gemacht. Sie waren ein tolles Publikum, muss man sagen, auch an diesem Feiertag sich auf den Weg gemacht zu haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Man sagt in diesen Zeiten immer, bleiben Sie gesund und das ist auch als solches gemeint. Und ich hoffe, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle wieder treffen. Alles Gute für Sie. Mein Name ist Thomas Steinberg. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Uwe Becker,
meinen lieben Co ist ja eigentlich gar nicht richtig. Wir sind ja ein Team und Auf jeden Fall macht es gemeinsam Spaß. genau, richtig. Und bedanken möchte ich mich auch noch bei Alexander Kindermann. Das ist der Mann, der unsere Webseite macht. Der steht da vorne und winkt gerade. Vielen Dank, Alexander, dass du gekommen bist. So ein bisschen hier den technischen Ablauf auch nicht nur überwacht, sondern auch mitgestaltet hast. Bedanken bei Oliver Bartkowski, dem Organisator. Bei Thomas Matiszik möchte ich mich auch noch von Contra Promotion. Der hat das Ganze heute hier gebucht und last but not least natürlich beim Autohaus Wicke. Die haben das hier so wunderbar mit der Bühne alles hergerichtet. Bei meinem Techniker Glenn auch auf jeden Fall. Ein paar technische Probleme, die gibt es immer, aber er hat sie gemeistert. Es hat einen riesen Spaß gemacht und wie gesagt, alles Gute. Und wer noch möchte, kann sich gerne hier vorne gleich an die Ecke zu mir begeben und ja, dann können wir noch ein Stückchen talken oder auch nicht, Buch, wie auch immer, wie Sie möchten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank auch. Tschüss. Danke euch. TSB. The Story Behind. Der Talk. Live. Yeah, that sounds pretty cool.